herzlich willkommen auf meinem Kanal. Michi ist back mit einem neuen Video. Heute geht es um den Einbau meines Quarter-Fairings. Mittlerweile habe ich alle meine Teile bekommen, die ich für den Einbau benötige. Das ist der Original Harley-Davidson Quarter-Fairing. Der ist ursprünglich für die Sportster und für die Dyna. Für die Lowrider S gibt es auch einen Quarter-Fairing. Der hat mir allerdings nicht so gefallen. Ich fand diesen extrem cool, deswegen habe ich mir den gekauft. Nur bei dieser Variante wird halt noch eine zusätzliche Halterung benötigt. Dafür hatte Thunderbike eine Anpassung gemacht. Und zwar ist das diese Halterung. Die sieht total gut aus, gefällt mir auch richtig geil. Hat auch den Vorteil, bei der Lowrider S ist es ja so, dass die Lampe keine Verkleidung hat. Und wenn man einen Quarter-Fairing dran macht, dann sieht man quasi das nackte Gehäuse von der Lampe. Und hier in diesem Fall ist das dann auch nochmal schön hier zu, sodass man dann halt keine blanke Lampe halt sieht. Das finde ich richtig cool, gefällt mir sehr gut. Hat auch einen Vorteil nochmal bei dem Quarter-Fairing, welcher tatsächlich für die Lowrider S gedacht ist. Der ist nicht angeschraubt. Den könnte man einfach so abziehen und dann ist er weg. Also den kann dir jeder wegklauen. Bei der Variante, die ist geschraubt, so dass du da auch ein bisschen Sicherheit hast, dass dir den auch keiner wegnimmt. Ansonsten, ich hatte auch einmal diesen Quarter-Fairing von Amazon gekauft in einer günstigen Variante für 150 Euro. Wenn ich den direkten Vergleich sehe, also hier ist auf jeden Fall das Material um einiges besser und dicker, muss ich ganz ehrlich sagen. Und hier habe ich auch eine wesentlich bessere Lackierung. Dieser ist jetzt hier schon standardmäßig in Vivid Black lackiert, wie mein Lowrider S auch, sodass wir da auch keine Farbunterschiede haben. Das finde ich richtig gut. Und was mir auch noch aufgefallen ist, wir wollen ja auch legal unterwegs sein auf der Straße. Die Scheibe von dem Billig Quarter Fairing, das war hier eine richtig scharfe Kante. Hier, ich weiß nicht, ob man das sieht, ist wie so ein Gummiüberzug und das ist auch Pflicht hier. Ich hatte das mal bei Achtung Kontrolle gesehen. Da hat mal ein Polizist dem Fahrer gesagt, da fehlte diese Gummilippe. Hier ist so eine Gummilippe drauf, schön alles abgerundet, keine scharfen Kanten. Wir sind auf jeden Fall total street legal auf der Straße unterwegs mit diesem Quarter Fairing. Das ist richtig geil. Und wenn ich noch dazu sage, also diese Scheibe, die ist qualitativ ganz anders wie von dem Billig-Fairing. Die ist richtig dick und fühlt sich richtig wertig und stabil an. Also auch hier nochmal wirklich ein Pluspunkt dem Original-Fairing gegenüber. Hier haben wir auch noch einen schönen Aufkleber. Hier steht Harley-Davidson. Das mache ich gleich alles in Ruhe. Hier ist noch eine Tüte mit diversem Kleinkram, um das Ganze hier zu montieren. Das werde ich jetzt gleich alles in Ruhe machen. Und wenn ich soweit bin, dann zeige ich euch das erste Ergebnis, wie dieses alles hier zusammengebaut aussieht. Und dann gehen wir rüber zur Lowrider S und bauen es dort ein. So Freunde, so ist der aktuelle Stand jetzt. Die Scheiben sind eingebaut. Hier ist das Logo zu sehen. Hier ist schön geschlossen die ganze Angelegenheit. Das ist die Seitenansicht. Und hier ist der Halter von hinten. Wenn das so eingebaut ist, dann ist das hier oben schön alles auch abgedeckt. Richtig schön. Hier ist auch noch so eine Gummilippe drin. Ich würde sagen, wir bauen das jetzt ein und dann schauen wir uns das an im eingebauten Zustand. Das ist kein Motorrad. Montage ist hier relativ simpel. Wir müssen im Prinzip nur 2 Schrauben lösen und dann können wir diese ganze Maske hier abnehmen. Und zwar ist das einmal diese Schraube auf der Seite, von der anderen Seite genauso. Und jetzt werde ich das einfach mal demontieren hier. Number 1. Ne, kann ich noch nicht mit der Hand rausdrehen. Jetzt hat die Schraube verloren. Damit löst sich hier die ganze Maske und unten ist sie nur gesteckt. Das heißt, ich kann sie hier einfach abziehen. Et voilà. Das war's. Ja, ihr seht, keine Lampenverkleidung. Maske wäre vielleicht auch ganz cool, aber so geht's halt nicht. Müsste man vielleicht hier nochmal so eine Verkleidung hier besorgen, wenn man mal ohne Maske fahren möchte. Aber jetzt montieren wir erstmal den Quarter Fairing. Kommen wir wieder zurück zu unserem Quarter Fairing. Hier, die 2 sind die Teile hier. Die werden wieder nur reingesteckt. Das war beim anderen Fairing auch. Und an diesen Haltern hier kommen dann gleich wieder die 2 Schrauben. Einmal hier und einmal auf der anderen Seite. Und dann sind wir fertig. Und dann gucken wir es uns an.
So Freunde, nachdem ich jetzt die Schrauben montiert habe und noch ein bisschen Justierarbeiten hatte, sind wir jetzt fertig geworden. Das ist jetzt der aktuelle Zustand. Seitenprofil sieht schon richtig nice aus. Das ist der Blick von vorne. Ja, ich denke mal, wir setzen uns jetzt einfach mal auf den Bock und fahren mal raus. Und dann werden wir mal sehen, wie sich das auf der Straße verhält. Und dann gucken wir es uns auch noch mal richtig bei Tageslicht an, weil hier in der Garage ist schon relativ dunkel. So Freunde, das ist jetzt die erste Testfahrt, nachdem der neue Quarter Fairing installiert wurde. So sieht die Optik aus hinterm Steuer. Mir gefällt es richtig gut. Ja, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Optik von dieser Seite her findet. Wir werden jetzt gleich auch nochmal einen Platz finden, wo wir uns das Bike nochmal genau anschauen. Ich werde auch nochmal eine kurze Testfahrt auf der Autobahn machen. Ich will mal gucken, wie der Luftwiderstand ist jetzt mit diesem Quarter Fairing. Am Ende, ja, es schreit quasi nach einem zweiten Teil von Top Speed. Ich denke mal, da werde ich nochmal ein zweites Top Speed Video machen. Einfach mal, um den Unterschied für mich selbst auch festzustellen, wie der ist jetzt mit diesem Quarter Fairing. Das werden wir uns mal dann in einem separaten Video auch anschauen. Aber jetzt werde ich erstmal eine kleine Probefahrt auf der Autobahn machen und ja, ein ruhiges Plätzchen finden, wo wir uns das nochmal genau und in Ruhe anschauen können. Auch hier nochmal. Beine können wunderbar abgelegt werden hier vorne drauf. Auf der Crashbar. Richtig nice. Ja, so Freunde, so sieht das Moped aktuell aus. Das ist der aktuelle Stand hier. Wir haben vorne jetzt die Crashbar und wir haben die Lampenmaske. Ich finde es richtig mega. Könnt ja gerne in die Kommentare reinschreiben, wie euch das Bike jetzt gefällt. Würdet ihr diese Lampenmaske auch installieren oder würdet ihr eher zu einer Alternative wechseln? Mir gefällt so aktuell der gesamte Look richtig gut. Hier, wie man sieht, ist auch alles schön abgeschlossen. Die nackte Lampe ist nicht mehr zu sehen. Richtig cool. Das ist der aktuelle Stand jetzt, so wie es im Moment ist. Ich habe natürlich auch, wie das leider immer so ist, wenn man einmal anfängt an seinem Bike rumzuschrauben, speziell was Harley angeht, dann fängt man an und findet eigentlich gar kein Ende mehr. Ich habe jetzt diverse weitere Teile auch schon bestellt. Ich habe jetzt neue Fußrasten bestellt. Ich habe für den Sozius habe ich auch neue Fußrasten bestellt. Ich habe neue Griffe bestellt. Das sind die Sachen, die jetzt in den kommenden Videos kommen werden. Habe ich auch schon zum Teil die Sachen da. Das heißt, jetzt peu à peu werden die Umbauten weitergehen. Was ich noch bestellt habe, und das ist eigentlich, widerspricht eigentlich dem, was ich damals im ersten Video gesagt habe, dass der Sattel und alles super komfortabel ist. Dazu stehe ich nach wie vor noch, aber es geht ja hier auch ein bisschen um die Optik und es ist nicht so, dass ich nicht zufrieden bin mit dem Sattel. Also der Sattel ist super bequem und wenn ich jetzt, sag ich mal, sagen würde, okay, ich will jetzt gar nichts an dem Bike ändern, dann könnte man wunderbar auch mit diesem Sattel klarkommen. Aber wenn wir jetzt das Gesamtmotorrad als, ja, wie soll ich sagen, als Kunstwerk betrachten wollen, dann muss da auch ein anderer Sattel drauf. Bedeutet, hier kommt ein anderer Sattel drauf, den habe ich auch mittlerweile bestellt in Amerika und ich habe mir auch noch Taschen bestellt, die das Ganze dann auch noch ein bisschen mehr Clubstyle-mäßig aussehen lassen. Ich sag mal so, oft bin ich mit einem Rucksack unterwegs, das will ich mir jetzt auch durch die kleinen Taschen auch ersparen. Dann kann ich so Krimskrams und Kleinzeug einfach mitnehmen in den Taschen. Ja, das sind kommende Sachen, die jetzt eingebaut werden nach und nach. Ihr könnt gespannt sein auf weitere Videos. Wenn euch dieses Video gefallen hat und auch ihr zukünftige Videos nicht verpassen möchtet, aktiviert die Glocke, abonniert den Kanal, dann seid ihr auf jeden Fall dabei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am nächsten Samstag wieder. Bis dahin, ciao!